Kaffee kochen in der eigenen kleinen Wohnung. Für den 62-jährigen Joachim Klaassen war das, was für andere selbstverständlich ist, lange Zeit nur ein Traum. Denn früher saß der ehemalige Journalist oft auf der Straße, ohne ein Dach über dem Kopf und ohne Perspektive. Heute kann er es sich wieder im Sessel vor dem eigenen Fernseher gemütlich machen. Ich kann nach Hause kommen. Nach Hause. Nicht in eine Institution, in ein Krankenhaus oder sonst wohin. Ich komme nach Hause. Und das ist mir sehr viel wert. Und da bin ich glücklich mit. Und das soll so bleiben. Wohnungen hatte Joachim Klaassen auch früher schon, doch drin geblieben ist er nie lange. Dann blieb ihm als Zufluchtsort oft nur noch die Übernachtungsstelle in Wuppertal. Manchmal kommt er hier noch zu Besuch, dann trifft er die beiden Streetworkerinnen oder unterhält sich mit alten Bekannten. Geschichten von der Platte eben. Doch Joachim Klaassen ist froh, dass er hier nicht mehr schlafen muss. Zusammen in einem großen Raum mit anderen Obdachlosen. Kein Platz für Privatsphäre. Für ihn ein Albtraum. Das hat er damals nicht lange ausgehalten. Nach 10 Tagen hier bin ich ausgezogen. Ich habe lieber in Oberbarm am Bahnhof gepennt und habe mich von der Bahnpolizei da wegschleppen lassen, als hier zu bleiben. Ja, weil man musste Brieftasche und alles unter dem Kopfkissen haben. Weil man morgen sonst das Doppelte hat. Die Beratungsstelle für Wohnungslose hat ihm geholfen. So wie rund 800 anderen Männern, die sich bei der Diakonie jedes Jahr Rat holen. Hier fühlt sich Joachim Klaassen akzeptiert, mit all seinen Schwächen. Und auch sein Arbeitslosengeld lässt er hier verwalten, damit es den ganzen Monat reicht. 75 €, glaube ich, bekommen Sie noch, ne? Für die nächsten 10 Tage. Ich guck mal eben. Die Beratungsstelle half Joachim Klaassen nicht nur bei der Anmietung seiner Wohnung. Sie konnte ihn sogar von einer Entziehungskur überzeugen. Vor kurzem wurde er zwar rückfällig, doch die Sozialarbeiterin gibt ihn noch lange nicht auf. Die Integration von Suchtkranken ist eben ein langer Weg in vielen kleinen Schritten. Rückschritte inbegriffen. Ich denke, dass das für den Herrn Klaassen schon schlimm ist, dass er das jetzt nicht geschafft hat. Ich glaube, wenn man so viele Jahre trinkt wie Herr Klaassen, dass auch ein Wahnsinnsschritt ist, das zu schaffen. Dass das nicht auf einmal geht oder dass das ein langer Weg ist, bis er das schaffen kann. Und dass der Herr Klaassen auf jeden Fall weiterhin intensive Unterstützung haben sollte, damit er aufgrund seiner Suchtproblematik nicht seine Wohnung verliert. Joachim Klaassen will sich trotz des Rückfalls nicht hängen lassen, will Struktur in sein Leben bekommen. Deshalb studiert er in der Stadtbibliothek immer wieder die Stellenanzeigen in den Zeitungen, auf der Suche nach einer Beschäftigung für ein paar Stunden. Doch seine Chancen sind fast aussichtslos. Ich rufe an und die Leute, wenn die mein Alter hören, sagen, bedauern, wir haben an Jüngere gedacht. Aber ich hätte gerne was, um meinen Alltag zu gestalten, damit ich da wieder Sinn reinbekomme. Nur auf der Parkbank Zeitung lesen läuft nicht. Doch erstmal bleibt ihm nicht viel anderes übrig. Viel Zeit zum Nachdenken. Jetzt hat Joachim Klaassen vor allem ein Ziel. Er will endlich vom Alkohol loskommen. Einen großen Schritt in die Normalität hat er schon gemacht. In ein eigenes Zuhause.